Wir verabschieden uns nun von Kopenhagen und lassen uns per U-Bahn und Bus zu dem nordöstlich des Stadtzentrums gelegenen Kreuzfahrthafen transportieren, wo das Schiff unserer Lieblingsreederei Oceania bereits vor Anker liegt. Nachdem wir uns in unserer eleganten Kabine gemütlich eingerichtet haben, beginnt die 14-tägige Seereise in Richtung Norden. Zunächst verlassen wir die Ostsee durch den Öresund in Richtung Kattegat und nähern uns über den großen Mündungstrichter des Flusses Göta 11, der zweitgrößten Stadt Schwedens, Göteborg. Hier reizt uns vor allem ein Ausflug in die der Küste vorgelagerte Schärenlandschaft. Ziel ist hierbei die Insel Tjörn mit den beiden malerischen Städtchen Klädesholmen und Skärhamn. Klädesholmen ist gleichzeitig Ortschaft und Insel, welche mit Tjörn über eine Brücke verbunden ist. Das ehemalige Fischerdorf inmitten der Schärengärten hat sich inzwischen zu einem idyllischen Ferienort für Naturliebhaber gewandelt. Danach geht es zurück auf die Insel Tjörn, die wir nun in nördlicher Richtung durchqueren. Inmitten einer traumhaft schönen Naturlandschaft erreichen wir bald den Hauptort der Insel, Skärhamn. Auch hier erleben wir Schärenidylle pur. Danach geht es zurück nach Göteborg und wir genießen die abendliche Abfahrt von Bord unseres Schiffes. Die kulinarischen Genüsse unterwegs runden das Gesamterlebnis ab. Währenddessen bewegen wir uns weiter in Richtung Norden und nähern uns nun dem Staat Norwegen über den Oslofjord, der über eine Länge von 118 Kilometern zur Hauptstadt des Landes führt. Am darauffolgenden Morgen haben wir schließlich Oslo erreicht und freuen uns über den Anlegeplatz des Schiffes direkt im Stadtzentrum in fußläufiger Entfernung zu dem fantastischen Opernhaus der Stadt, welches wir auch bei unserem zweiten Aufenthalt in Oslo unbedingt nochmals näher in Augenschein nehmen wollen. Das 2007 fertiggestellte Gebäude ist einem treibenden Eisberg nachempfunden und besteht zu 90% aus weißem italienischem Carrara-Marmor. Genauso wie die norwegische Natur ist auch das Dach des Opernhauses für jeden frei zugänglich und lädt zu Spaziergängen ein. Nach dem aussichtsreichen Dachrundgang geht es nun in das Foyer, welches sich mit Tausenden von verbauten Eichenstäben ebenfalls eng an Naturvorbilder anlehnt.
Die hinterleuchteten Wände im Garderoben- und Toilettenbereich erinnern an Eiskristalle. Ein Besuch der weiteren Innenbereiche ist nur im Rahmen einer Führung möglich, für die wir uns bereits vorher online angemeldet haben. Der große Saal gleicht gemäß dem Willen der Auftraggeber in Form, Größe und Struktur dem der Semperoper in Dresden. Nachdem wir auch die aufwendige Bühnentechnik ausgiebig inspiziert haben, genießen wir den Blick durch die Glasfront auf die Stadt. Da wir die Innenstadt Oslos bereits kennen, haben wir uns diesmal einen Besuch der Halbinsel Bygdøy vorgenommen, die man wahlweise per Fähre oder Bus erreicht. Hier befinden sich mehrere der berühmtesten Schifffahrtsmuseen des Landes. Auf Bygdøy hat man sich ganz der ereignisreichen Seefahrtsgeschichte Norwegens verschrieben. Einige deren berühmtester Vertreter sind mit Skulpturen verewigt, allen voran die Polarforscher der erfolgreichen norwegischen Südpolexpedition 1910–12 mit Roald Amundsen im Zentrum. Das Schiff Fram, welches bei 3 berühmten Polarexpeditionen zum Einsatz kam, wurde im Original hierher gebracht, um es in einem weltweit einmaligen Museum aufzubereiten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Fram ist das stärkste aus Holz gebaute Schiff der Welt und war darauf ausgelegt, im Packeis driften zu können, ohne unter dem enormen Druck des Eises Schaden zu nehmen. Sie ist am weitesten sowohl in den Norden als auch in den Süden vorgedrungen und wurde zwischen 1893 und 1912 von Nansen, Sverdrup und Amundsen eingesetzt. Bereits damals wurde die Windenergie zur Stromerzeugung genutzt. Das Museum beeindruckt unter anderem durch multimediale Projektionen, die von Bord des Schiffes aus realitätsnah nachempfunden werden können. Dann geht es in das Innere des Schiffes, wo man ebenso eine lebhafte Vorstellung vom Leben an Bord und auf dem Eis vermittelt bekommt. Überaus beeindruckt verlassen wir das Gebäude und verschaffen uns mit einem Rundgang durch das benachbarte Seefahrtsmuseum einen kurzen Überblick über die Geschichte des norwegischen Schiffbaus seit Wikingerzeiten. Ebenso besuchenswert ist das Kon-Tiki-Museum, wo die abenteuerliche Floßfahrt Thor Heyerdahls von Peru nach Polynesien thematisiert wird. Nochmals werfen wir einen Blick über den Oslofjord, bevor wir zu unserem Schiff in die Hafenbucht zurückkehren. Vom Balkon unserer Kabine aus genießen wir die stimmungsvolle Ausfahrt aus dem Fjord in den leuchtenden Strahlen der Abendsonne.